schön, herzlich willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Und ja, Leute, wir stehen jetzt hier vor der Leiter und da klettern wir jetzt hoch. Wir haben den ersten Kampf schon hinter uns. Wir sind Lose, diesen Superstar, also Barden, Troubadour, Sängerin mäßig, ja, aber auch ein bisschen crazy. Und ja, die ist quasi eher ein Gefäß für Seelen, die in sie hinein wandern. Ja, Tutorial-Deck möchten wir verlassen. Okay, Freunde. Du hast 2 neue Chroniken entdeckt. Okay. Was für Chroniken haben wir denn entdeckt? Oha. Tagebuch aktiviert. Okay. Die schönen Wetter, so heißt das Schiff. Orientiere dich und begib dich auf das obere Deck. Wir wurden vom göttlichen Orden als Quellenmagier verhaftet. Auf uns wartet nun die Gefängnisinsel der Freudenfeste. Ist ja ein schöner Name, Freudenfeste, dann für eine Gefängnisinsel, aber okay. Brennender Zorn. Finde jemanden, der dir hilft, deinen Halsring loszuwerden. Ja, ich bin durch einen magischen Halsring gebunden, der nicht entfernt werden kann. Verdammt. Was bisher geschah. Bring die Stimme in deinem Kopf zum Schweigen. Ich hatte Pech und bin den Magistern auf die Füße getreten, aber wie schlimm kann die Freudenfeste schon sein? Wenn die Stimme in meinem Kopf die Klappe hält, sollte es keine Probleme geben. Okay. Chroniken. Der Kreuzzug der Magie. Ich finde das nett, dass die Texte nicht allzu lang sind. Ich lese lieber vielleicht 1 Million kürzere Texte, als einen Text, der über 10 Seiten geht. Das ist vielleicht besser, ja. Finde ich gut bis jetzt, okay. Unter der Führung von Lucians Sohn Alexander treiben die herrschenden Magister des göttlichen Ordens Quellenmagier zusammen, um sie zu verbannen. Kapitel 1, die Schönwetter. Ob wir von der Schönwetter entkommen? Wir sind an Bord der Schönwetter auf dem Weg zur Quellenmagierkolonie Freudenfeste. Wir haben erfahren, dass unter uns ein Mörder ist. Na gut, wir haben ja schon einen abgemurkst im Tutorial-Deck. Alexanders Ratgeberin Dallis bemerkte, dass die Leeren Erwachten von der Quelle angezogen werden. Alexander stellte die Quellenmagier unter Quarantäne. Die Serie hat, glaube ich, Dallas geredet, okay. Das Opfer des Göttlichen konnte keinen Frieden erkaufen. Der Aufstieg der Leeren Erwachten brachte der Welt nichts als Tod und Zerstörung. Lucian, der Göttliche, Champion der Götter, hat sich geopfert, um Rivellon vor der Leere zu bewahren. Sein Sohn Alexander führt nun den göttlichen Orden an. Okay, cool. Alles klar. Und das ist Magister Sivan, genau zu der sollten wir dann hochkommen und da sind wir auch hochgekommen. Jetzt gucken wir mal, ob es hier irgendwas für uns gibt. Da gibt es eine Destillationsblase, okay. Mörser und Stößel. Dieses unschätzbare Werkzeug des versierten Handwerkers aus dunkel marmoriertem Stein weist Spuren jahrelangen Gebrauchs auf und ist mit Sternenstaub bedeckt. Oh, Kochtopf. Jetzt ein Kochtopf. Zum Kochen. Okay. Ja, komm, wir gehen mal hier rüber und nehmen mal den Deckel. Na. Hier, Mörser. Was? Wir wollten doch Mörser und Stößel nehmen. Das wollten wir nicht. Genau, so. Kleiner Foliant. Zum Lesen verwenden. Okay. No. Ja, ich mag ja ein bisschen näher ran, weil ich habe das Gefühl, dann sieht man mehr. Aber gut. Gucken wir mal. Zum Lesen verwenden. Lesen. Oha. Zu lang haben wir die Quelle als tugendhaften Teil der bürgerlichen Gesellschaft angesehen. Doch müssen wir unseren Blick nun auf die Herrschaft des Quellenkönigs richten, um zu verstehen, welch Chaos diese Magie anrichtet. Eines Tages wird es vonnöten sein, dass ein anderer Orden in die Fußstapfen der Quellenjäger tritt. Quellenmagier können und müssen zum Schweigen gebracht werden. Das neue Quellenhals-Ringmodell von Vredemann hat sich als äußerst effektiv erwiesen. Okay, das haben wir wohl an den Ring von Vredemann. Na dann, okay. Und hier können wir irgendwas destillieren. Destillationsblase, na klar. Bestimmt können wir als Gefangener hier schön destillieren, während Magister Swan uns dabei zuguckt. Bin ich mir ganz sicher. Oh. Groteskes Gefäß, Bücherreihe. Leider kein Buch drin. Okay. Was ist das groteske Gefäß? Ist das Grundgütige? Es wäre ratsam, nicht so lange in diesen speziellen Abgrund zu blicken. Ja, das würde ich auch vielleicht mal ablegen. So. Empty. Was haben wir hier? Ein Buch? Auch kein Buch, okay.
Ja, wir gucken uns halt ein bisschen alles an. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Wir müssen ein bisschen gucken, was hier passiert. Und deswegen werde ich an dem Spiel, wo andere 300 Stunden spielen, spiele ich dann 600 Stunden. Ja, jetzt kommt, wir reden mit dir. Hallo. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. Danke. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. Mhm. Magister William, You'll oder? find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Okay. Kennzeichen bestimmen, welche Optionen dir zur Verfügung stehen und wie die Welt auf deine Gruppenmitglieder reagiert. Eigene Charaktere haben Kennzeichen für Rasse, Geschlecht und Hintergrund. Herkunftscharaktere haben besondere Kennzeichen für ihre Herkunft. Okay, cool. Okay. Erwähnen, dass es im Frachtraum, im Frachtraum einen kleinen, Unfall gegeben hat. Der Gefangene ist tot. Okay. Hinüberlehnen und flüstern, dass der Magier unter Deck eine fatale Begegnung hatte. Du ziehst vergebens an dem Ding an deinem Hals, um zu erfahren verlangen, warum sie dir einen Hals verpasst haben. Wissen wir doch. Na, das letzte, woran du dich erinnerst, ist dein 15. Bier. Ist das hier das Klo von Bockstoff? Mystiker. Sagen, dass du einen langen, schwarzen Traum von einem Schiff auf einem Totenfluss hattest. Aber du bist nicht tot, oder? Nee, erzähl mal die Geschichte vom Unfall. Ja, da gab's fatale Begegnung. And peers at you closely, resting the back of one hand on your forehead and taking your pulse with the other. Delusions such as these are rare, but not unheard of. I recommend a cup of mulled wine and another night's sleep. Just take it easy. Okay, alles klar. Na komm, dann erzähl mir ihr halt, dass der Gefangene tot ist. Oh well. Some problems simply sort themselves, don't they? Okay, komm, wir machen jetzt Mystiker. No. You're alive and you're having a conversation. You are on a ship, of course, but luckily for us both, we're merely sailing the plain old sea. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. Okay. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Befuddled. Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits, and if you're a particularly good girl, perhaps a cure as well. An end to Source. For good. Okay, du ziehst vergebens ein Ding um deinen Hals. Zu erfahren verlangen, warum sie dir einen Halsring Why, verpasst for my hat. peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those Source spells of yours? See what happens. Ja. Du erinnerst dich an die Macht, die sich in dir angestaut hat. An den Klang und den Zorn und den Irrsinn. Entfessle sie. So magic surge Ja, inside you, machen wir. boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul like rain into the earth. Oh, oh. My, look at the concentration on your face. All will, but no result. There you have it. See? The collar's function. It neuters you of sorts. Makes you unable to cast Source. For your own Das haben wir schon peace of mitgekriegt. mind, of course. Yours and the whole world's. Na dann, verschwinden wir mal. Okay, cool, wir gucken mal hier rein. Hier, okay. Schreib dich bei Magister William ein. Man hat uns gesagt, dass wir Magister William am anderen Ende des Schiffs aufsuchen sollen. Wie man hat uns gesagt. Uns, also dem mir und Lose oder Lose und ihren verrückten Geist im Kopf. Brennender Zorn. Okay. Ich bin durch diese Halsring hindert mich daran, Quellenmagie zu ja, und so weiter. Das wissen wir alles. Okay. Jetzt gibt es hier auch noch die Karte vom Schiff. Gut. Das sind hier Markierungen. Geheimnis und so weiter. Und genau, wir können hier alle Dialoge nochmal durchgehen. Auch cool. Auch cool. Okay, Leute, wir gehen jetzt durch die Tür. Na dann. Good gods! There's been a murder here. Was? A Ein young Mord? Magister stands pale and silent. Her knuckles whiten around her weapon as you pass. Okay. Behind the Magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. Na toll. Es vermeiden, den Raum zu blicken. Bei dem Schiffsgeschaukel und Blutgestank ist dir ein wenig übel. Dich umblicken und fragen, was passiert ist. Ja, das machen wir. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time,
or you'll be a suspect like the rest of them. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Ich frage, ob er den Toten kannte. It's a small ship. His name was Finn. Oddball. Looked to me like he saw something he wished he hadn't before he came here. Okay. We'll find out who did it, one way or another. Nothing to see here. Ah, das war's, das Gespräch. Okay, cool. Wackelt das Schiff? Also die... Hier wackelt es schon, klar. Aber das Schiff an sich bleibt doch gerade. Na komm, dann reden wir mal mit Magister Waters. No marks, no indications of a struggle. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. Okay, sie informieren, dass sie ihn nicht beschützt, sondern eingekerkert hat. Fragen, warum sie dich so nah an einen Verbrechensschauplatz heranlässt. Dich müsste doch auch verdächtigen, verschwinden. Nee, wir informieren sie, dass sie ihn ein bisschen eingekerkert hat. Finn didn't see it like that. He was desperate for us to help him. Two things scared the living daylights out of him. His own shadow and his own source. Oha. We'll find out who did this. Speaking of... Der ist ein bisschen fertig hier, oder? Na gut. She looks up at you with a mirthless smile. Ja. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. You're one of the only indisputably innocent Gott sei people Dank. on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Tja. Mit den Schultern zucken und sagen, dass das auch möglich ist. Du bist eine Quellenmagierin. Ihr sagen, dass es ein Trick ist, den du noch nicht recht gemeistert hast. Fragen, ob sie auch ihre Mitmagister abklopft. Das könnte durchaus auch einer von ihnen gewesen sein. Ja. If a Magister could do that, there wouldn't be a Magister. Okay. Ein bisschen erinnert mich das auch an Dragon Age Origins. Da war doch auch so ein bisschen so eine It looks Geschichte. more like a passenger managed to slip their collar. And the rest, well, you see the evidence in front of you. Oh ja. Nee, auf jeden Fall. Dragon Age Origins ist so abartig brutal gut gewesen. Mein lieber Mann, das finde ich, wurde so nie wieder erreicht heute. Allein schon, dass das Spiel mich gepackt hat und ich es durchgespielt habe, komplett und es genossen habe. Mein lieber Mann. I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Bring me a good lead and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Das hört sich gut an. Ja. Nicken und sagen, dass du es sie wissen lässt, wenn du etwas Interessantes erfährst. Sagen, dass du keine Petze bist. Also Petze, das ist jetzt so. Der hat ja wohl einen umgebracht, der auch ein Gefangener war. Der war ja auch ein Quellenmagier, der umgebracht wurde. Das heißt, es könnte ja auch uns treffen vielleicht. Und dann ist ja das keine Petzerei, sondern das ist ja Eigenschutz. Versteht ihr? So denke ich das jetzt. Also, lachen. Glaubt sie wirklich, du würdest einer Magisterin helfen? Einer von denen, die dich eingesperrt haben? Wir sagen, dass der Preis deutlich höher liegt. Nee, machen wir alles nicht. Lassen sie wissen. Thanks. I just want to catch whoever did this before they hurt anyone else. Ja. So, dann gucken wir mal. Achso. Was steht hier dran? Tod unter Deck. Finde den Mörder. Ein Quellenmagier wurde ermordet. Die Magister sind bereit dafür, für eine Spur des Mörders zu zahlen. Okay, gucken wir mal. Oh, dürfen es nicht anfassen? Okay, aber gucken müssen wir doch. Okay. Im inaktiven Zustand ist dieser Halsring offenbar nur ein gewöhnlicher Metallring. Er blockiert die Quelle nicht mehr. Okay. Dann gucken wir mal. Hier geht's wahrscheinlich hoch. Hier geht's hoch. Genau, da gehen wir da als letztes hin. Dann gehen wir mal durch diese Tür. Was haben wir jetzt genommen? Seil. Okay. Unverzichtbar im Reisegepäck eines jeden Abenteurers. Alles klar. Und ein Eimer mit Wasser. Na toll, okay. Da stehen Kinder rum. Ja. Gehen wir mal hier rein. Da hat es ein leeres Fass, okay. Eisenkiste, auch leer.
Sebil. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old witch. Okay. Snake eyes. She Was? chuckles. I bet that's just what they'll look like. Okay. Was macht sie da wohl? Rolling dice. Oh. Deciding fates. Und wessen Schicksal Don't entscheidet worry, sie? honey. It isn't yours. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Okay. Never say never, though. Oh, hör auf. Wenn sie Schicksale mit Würfeln besiegen kann sie dann auch aus Rinderdarm die Zukunft lesen? She eyes you quite seriously. Okay. Not the future, no. But I can read the past in flesh. One of the perks of being an elf, you see. I'm quite good at it, too. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? Ablehnen, wer weiß, wo sie ihre Zunge davor hatte. Nein, mach She mal. gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. You were in a cellar with other sorcerers. A dark, dank place. I remember it well. As everyone lay sleeping, you sat in the dark with wakeful eyes, looking rather lovingly at... me! Aber, My, aren't you a pretty cup full of sugar and spice? beschämt zu Boden, sonst hattest du ganz vergessen. Mit großen Augen zugeben, dass es 100%ig stimmt. Sie anfahren, sie hat ja keine Ahnung, wovon sie redet. Ja, komm, hier, mach mal. Wir geben das zu. Selbstverständlich haben wir sie angeguckt. Hallo? The truth's right there. Skin deep. Skin Deep. Okay, Leute. But don't you worry, darling. Your secret's safe with me. Ach, echt? I don't lick and tell. Ich finde sie halt, also ich finde sie zu dürr ein bisschen, weiß nicht. Ein bisschen arg dünn. Aber gut. Lose sieht das vielleicht anders. Wer ist das hier? 3 Meter groß, mein lieber Mann. Magister Vika. Hallo. Ifan Ben Metz, auch einer der Hauptcharaktere. Glaube ich, so wie sie auch übrigens. A scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer. Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this tramp Ifan. Das Tramp Ifan. Rolling his Okay. eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. Näher zu ihm gehen? Oder umdrehen? Nee, wir gehen zu He ihm. leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks, Oh. Pinches less that way, right? hocking Yeah. a phlegmy gobbet in your general direction. The sullen Magister settles back to his Bleh. task of glowering at Ifan. And now, you. Okay. Ifan fragen, warum der Magister ihn des Mordes verdächtigt. Dies hier kommt hier nicht wie der optimale Aufenthaltsbereich des Schiffs vor Fortgehen. Nee, warum wurde er verdächtigt? More's the pity. I was his commander many moons ago. Isn't that right, Vic? Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Ja, das ist, wenn sich die Machtverhältnisse umkehren. Habe ich öfter schon erlebt, in echt. Schwierig. Schwierig, ja. Aber passiert. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Johnny Big Pants. Das sagen dann die Macht verloren haben, dann öfter und machen dann den Höheren schlecht. Das ist normal. Das ist so. Ja, und keine Ahnung. Also, dass man gemeinsam für die Sache kämpft, ja. Ist es im echten Leben, ist es wirklich so, ja, dass dann Neid und alles Mögliche entsteht und dagegen gearbeitet wird, aktiv. Ich konnte das noch nie begreifen. Ich finde das unmöglich und ja, keine Ahnung. Habe auch viele erlebt, viele Führungskräfte, die dann gegen sowas gar nichts gemacht haben dann. Ja, schwierig. Okay. Ifan fragen, was er angestellt hat.
dass er der Gnade eines Untergebenen ausgeliefert ist. Ja, hallo, er hat das Ding an, Mann. Sagen, dass du immer noch neugierig bist wegen des Mordes, wer weiß. Nein. The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without good reason. Okay. He glances over at Magister Victor, who's staring back at him with pointed intensity. Okay. Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. Ivan fragen, ob er etwas über euer Ziel weiß, die Freudenfeste. The joy, I've heard a lot. Nothing good. No surprise there, since Bishop Alexander runs the show. Ja gut, Bishop Alexander scheint ein richtiges Wolleproppen zu sein. Den Meister des Geschehens, Ringmaster, hat er gesagt, okay. Sagen, dass du Alexander gerne treffen würdest. Du würdest ihm genau vermitteln, was du von seinem verfluchten göttlichen Orden hältst. Ja. Ivan sagen, dass das eine Bekanntschaft ist, auf die du nicht scharf bist. Sagen, dass du nicht an Alexander interessiert bist, du willst nur die Freudenfeste überleben. Ja, das sind wir eigentlich gar nicht. Ja, wir wollen nur die Freudenfeste überleben. Not interested in the son of the divine himself. Geht so. I don't blame you one bit. But Vic here will blow a blood vessel if he hears you talking like that. What are you conspiring about over there? You, what's your name? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name? Dich als Victor vorstellen. Dich weigern, ihm deinen Namen zu sagen, dass du Lenta heißt. Nee, wir sind los. Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you as he stows the notebook back in his voluminous robes. Okay. Away with you, at once. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips, as he leans back against the wall. Okay. Haben wir noch im Inventar die Schlüssel? Ja, die haben wir noch, gell? Ja. Ernster Brief von Sivan. Haben wir den gelesen? Ja, haben wir gelesen. Wir haben alles gelesen eigentlich. Das Trockenlegen der Quelle. Genau, haben wir auch gelesen. Ja. Wir sind ganz fleißig eigentlich. Oh, Bierflasche. Reden wir mal mit Namir. I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare than boiled roots and rotten tubers, too. Okay. Meanwhile, the Magisters feast on honeyed meat behind this very wall. The indignity. Okay, der rote Prinz. Hauptcharakter. A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Ihn bei Laune halten, mal sehen, wo das hinführt. Durch zusammengebissene Zähne murmelnd fragen, was zur Hölle er tut. Frechheit, seine Hand hart wegschlagen. Ja, bumm, so machen wir das. Not to worry. I'll soon remedy that. Okay. Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? Sollen wir kochen? Ist immer gut. Ja, komm, wir machen das. Wir können zaubern. Kochen ist unser Ding. Ja, klar. Music to my beleaguered stomach. Na, er mag vielleicht anderes Essen eher. Eher roh wahrscheinlich, oder? On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Nö, einen Daumen durch einzelne Löcher in seinen Kleidern stecken und loben, wie sie einen im Sommer kühl halten. Gewiss ihm sagen, dass mit einem Stück Satin jeden Zottel in einen... Ja, machen wir. Komm, wir geben mal an. Ja, aber das hat nichts mit der Wahrheit zu tun, gell? Das war nur eine Antwort. Oh nein! Nein! Ich depp. Sorry. Oh, verdammt. Ja, ich habe doppelt geklickt. Gibt's. As per your own testimony, you can cook, tailor and groom. Well, that just about settles it.
Ja, das hört sich gut an, oder? offer you my sincerest congratulations. As of now, you are my slave. Ja, geil. Wir akzeptieren. Mega. Ihn Verständnis und anstarren. Für was bitte hält er dich? Ihm sagen, dass du ihm gerne eine kleben würdest. Das machen wir. Simply come to terms with the fact that you've half a mind, full stop. Rein in your impertinence, will you? I'm a fair man, but I won't spare the rod. Anyway, you may leave me for a moment. We'll go over your duties once we reach Fort Joy. Now, shoo. Ach, das ist ja ein wundervoller, fettiger Schlüssel. Kann man den mal nehmen? Wo ist der fettige Schlüssel? Heieiei, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt hier mal so schön aufschließen können, während die Wache da steht. Und schon gar nicht mit dem Schlüssel, dann nimmt die uns den Schlüssel ab. Das ist mir zu heiß. Okay, einmal Helm, da oben liegen Spielkarten. Cool, okay. Gil? Jill? Ich sag Gil. Ja, setz dich weg von denen, genau, setz. Junge. You one of them? A divine order loyal? They killed a sorcerer, you know. They'll hide the evidence well enough, but make no mistake. Okay, noch schönes Rückenhaar. Wundervoll. Da braucht ja fast einen Kamm schon. Okay, und jetzt die Bestie, auch einer der Hauptcharaktere. Eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Okay. Listen up, Ghetto. You hear that? Mädchen? Ihm sagen, dass er sich zukünftig gut überlegen soll, dich anzureden wie ein Kind. Ihn fragen, was du denn hören sollst. Sein Anliegen zur Seite wischen und ihn fragen, was er über den Mord an Bord weiß. Den Mord an Bord weiß, okay. Nö, ihn fragen, was du denn hören sollst. Oh. Still sein und auf die Geräusche im Schiff lauschen. Okay. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. Als würde sich das Meer beschweren, oder? Naja, gut. Feststellen, dass die anderen recht geschwätzig sind. Nicht so gut, dass es mehr zornig klingt. Das Schiff stöhnt wie ein Kranker, nee, dass es mehr zornig klingt. The fellow cocks his ear, listening. That isn't anger. It's... Ja. He cocks his ear to the other side, then smiles. Anticipation. She senses something. I'd hold on to my breeches if I were you, mate. That's all you hear, though. Listen close. Okay, dann probieren wir es nochmal. There now, just like that. Squeak! Squeak, was? His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back, the other catches you before you lose your footing. There, okay. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, Ghetto. Good news. Okay. Ihn fragen, warum er sich so aufregt. Das war doch nur eine Ratte? Nicken, du hast es gehört. Was kann das sein? The wheel. Don't you see, you beautiful idiot? No. Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Nicht jetzt? Burn my beard. That means if we've been traveling for, yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. Okay. Ihm sagen, dass er nicht so über einen so herrlichen Bart reden soll. Flammen mir einer den Bart ab. Achso, deswegen loben. Okay. Fragen, warum er sich so auf die Freudenfeste freut. Gibt es nichts Gutes feststellen, dass ein erfahrener Seemann sein muss? Fragen, was die Zahl ihm sagt. Oh. Captain. Okay, weiter. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. Okay. Thank you kindly, Ghetto. Thank you, ja, okay. Eine Augenbraue heben. Wenn er in einem Fluchtplan arbeitet, willst du dabei sein? He continues stroking his beard,
a beatific smile on his lips, and doesn't acknowledge you anymore. No. If you'll be pardoning me, I'll be... Ernsthaft. Magisterial, was willst du hier? Ja. Ihn fragen, was er wissen will. Lose, ihm sagen, sein Name Lose ist. Ja, die Lose. Narr, verträumt seufzt und ihn fragen, was so ein Name überhaupt zu bedeuten hat. Nee, was er wissen will. Oh, der Göttliche. Orden will es wissen, alles klar. Ja, wir sind Lose. Okay, alles klar, Leute. Und diesen Killer werden wir vielleicht in der nächsten Folge dann kennenlernen oder sogar finden, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt selbstverständlich die verdammte Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.